Ein Nest mit Eiern drin. Das könnten die Symbole für diese 3 Kraniche, von denen da die Rede war? Nee, Kormorane oder was waren es für Viecher? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall 3 Flugviecher. Das weiß ich noch. Im Haus oben auf dem Hügel oder an der Klippe da. Da war die Rede von irgendwelchen, ich glaube es waren Kormorane. Vielleicht, und das waren 3 Stück, vielleicht soll dieses Nest hier symbolisch für sie sein. Aus irgendeinem Grund. Oh! On a sudden a light from heaven spoiled around him. Plötzlich war er von einem himmlischen Licht umgeben. And he fell to the ground. Und er fiel zu Boden. Was hat das mit den Eiern zu tun? Okay, ein himmlisches Licht umgab ihn und er fiel zu Boden. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ich weiß ja, was da passiert im Wasser. Jetzt geht's nach da oben. Erneut wünschte ich könnte sprinten. Es ist leider nicht möglich. Jetzt wird's spannend. Das könnte jetzt gleich die letzte Kerze sein. Ich habe gerade das Gefühl, ich erreiche die gar nicht. Ich bin vielleicht zu hoch. Aber ich kann mich auch irren. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. Wer ist Paul? Er ist einfach umgefallen. Das war diese Geschichte mit dem himmlischen Licht jetzt gerade eben, glaube ich. Sie haben ihn mit Steinen auf die Brust geschlagen, um ihn wiederzubeleben. Das ist natürlich auch makaber. Beziehungsweise es ist keine gängige medizinische Methode. Also da mit Steinen ans Werk zu gehen. Jetzt sind hier wieder Kerzen, beziehungsweise eine Kerze. Ich muss nur, komme ich überhaupt dahin? Ich klemme hier schon wieder fest. Dann nehme ich mal den direkten Weg, den indirekten. Ja, da ist jetzt auch nichts bei, was ich jetzt anschauen könnte. Da hätte ich jetzt hier schon hochgehen können, okay. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich da vorne hin muss. Let's do it. Naja, gehen wir einfach mal da weiter. Ich will mich jetzt gar nicht mehr so sehr hier Warum hat jetzt der Controller vibriert? Oh, jetzt kommt wieder der Kirchenchor. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a creasing time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Das ist sehr abstrakt gesprochen alles hier. Da stehen wieder Sachen an der Wand. And as he was... Was? As he was... Moment, ich gehe erstmal da vorne hin. Da vorne ist nämlich noch eine Kerze. Und ich lese das dann, wenn ich da tatsächlich lang laufe. Okay, das ist nur eine stinknormale Kerze. Dann
gehen wir mal weiter. And as he was... Was ist das? Was ist denn das für ein Wort? Ich kann das leider wirklich... Proceeding? On his journey. Proceeding, oder? Proceeding? Ist doch kein Y da, oder? Das soll doch kein Y sein. Ja, jetzt kenne ich gerade leider dieses eine Wort nicht. Wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Vielleicht versuche ich es mal von weiter unten irgendwie nochmal zu lesen. Proceeding. Ja, das kann ja durchaus... Das kann schon Proceeding heißen. Aber das Wort kenne ich wie gesagt nicht, deswegen kann ich jetzt irgendwie mit dem ganzen Satz nichts anfangen. Und er war auf seiner Reise. Da kann ich nicht mal mit dem Kontext was anfangen. Weil sich für mich nämlich keiner erschließt. Schade, ich hoffe, dass ihr mit eurem Englisch da ein bisschen weiterkommt vielleicht. Jetzt muss ich das nochmal lesen, vielleicht kommt es ja dann. And was come near to... Ja, das ist... muss ich vielleicht da oben irgendwie hin? Vielleicht kann ich das von da oben eher lesen. Ich kann dieses letzte Wort hier wieder auch nicht wirklich lesen. Ich hoffe einfach mal, dass ich da oben noch auf die Klippe komme und das da von da aus vielleicht lesen kann. And was come near... And was? Come near to... Damaskus. Aha. Ist es. Von Damaskus war ja schon das ein oder andere Mal die Rede hier. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Okay. And he was 3 days Was? Meine Fresse, das ist 3 days in... Verdammte Axt, ich krieg das... Without. Ah. He was 3 days without... Sight? Okay. Hier drüben stand ja auch noch was. Meine Fresse, das ist ja echt... Das wird echt immer schlimmer, die Schrift. Another, oder? Nee. Doch. And neither did he eat nor drink. Okay. Er hat nicht gegessen und nicht getrunken, oder? Habe ich das jetzt richtig gelesen oder verstanden?
Also 3 Tage wohl. 3 Tage, nichts gegessen, nichts getrunken und... Without sight. Oh je, without sight. Sight. Ja, er wurde wohl 3 Tage nicht gesehen, hat nichts gegessen, nichts getrunken. Irgendwie so. Irgendwie so den Dreh rum, sinngemäß. Vielleicht aber auch nicht. Da lässt mich mein Schulenglisch jetzt leider doch ein bisschen im Stich. Oh, hier geht's auch lang. There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Einmal, das ist doch ein alter Geschützturm aus dem Zweiten Weltkrieg hier, Junge. Oh. Was machst du denn hier? Ah ja, oder nicht? Oh Gott, ich bewege mich am Abgrund hier. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich überlese hier die ganze Zeit Sachen. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Wobei das aus der Perspektive teilweise zu lesen, das ist ja gar nicht wirklich schön. Was steht denn da? Ja, von hier kann ich schon gar nicht lesen. Verdammt. Also irgendwas mit meiner Reise? And was come? Ich kann das echt nicht lesen, also aus dieser Perspektive schlecht. Und wenn ich weiter nach außen gehe, falle ich runter. Aber vielleicht muss ich das gar nicht alles selber lesen. Und hier wird es auch wieder unleserlich. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or spat Jacobson back at the sea. He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. The phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus.
Da tun sich ja Abgründe auf. Normalerweise sollte ich ja fast schon wieder eine Pause machen, aber ich glaube, so lang geht das jetzt gar nicht mehr. Muss ich jetzt in die Richtung lesen? Ich weiß es nicht, ich lasse es lieber. Es dauert nur zu lange. Also um meinen Satz von eben zu beenden, ich glaube nicht, dass es jetzt noch so lang geht, dass es sich lohnen würde, nochmal ein Video draus zu machen. Deswegen ziehe ich das jetzt mal einfach durch, glaube ich. Noch höher als wir jetzt sind, können wir ja fast nicht mehr kommen. Und wir sind auch da, wo wir hin wollten, glaube ich, von Anfang an. Oder hin sollten. We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent.
Okay. Das war dann wohl Dear Esther. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie weitergeht. Ah, doch, jetzt kommt der Cast, beziehungsweise jetzt kommt der Abspann. Großartig. Ich fand das ziemlich cool. Es ist eigentlich gar nichts passiert, aber es war äußerst bildgewaltig, vor allem auch die Musik überragend schön. Und trotz dass wirklich in dem ganzen Spiel, wenn man das überhaupt Spiel nennen kann, nichts passiert ist, man nichts hat machen können, wurde die Story doch extrem gut transportiert und eigentlich auch erst zum Schluss so richtig klar, was da eigentlich passiert ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall durch mit dir, Esther. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise die komplette Videoreihe, die ich dazu gemacht habe. Und ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare. Ich freue mich, über was zu lesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.